Wie man Angst und Nervosität bei wichtigen Terminen in Erfolg und Ruhe wandelt, das erkläre ich dir in einem Video. Und zwar mit Magie am Vorabend, mit ein paar Dingen, die du am Tag selber machen kannst und, weil alle guten Dinge sind 3, eine gute Grundeinstellung, die mir sehr geholfen hat, um wirklich zu relaxen. Sei es bei Prüfungen, vor wichtigen Gesprächen. Genau. Let's go! Hallo, mein Name ist Shade. Willkommen zurück. Hi, my name is Shade. Welcome or welcome back. There are English subtitles for you. Nummer 1. Der Vorabend, der Tag davor. Die Magie, die ich euch gleich verrate, die passiert tatsächlich in dem kurzen Moment vom Schlafengehen. Da ihr aber auch in die Ruhe kommen wollt, müssen wir noch ein bisschen vorher anfangen. Das heißt, dieser Tag vorher ist total wichtig. Und ich habe das jahrelang so gemacht, dass ich am Tag vorher, zum Beispiel von der Prüfung, habe ich noch super viel gelernt und habe noch alles reingestopft und war irgendwie voll gestresst, habe schlecht gegessen und was auch immer. Das heißt, diese Basic-Sachen, aber sie sind basic, aber super wesentlich, deswegen möchte ich sie noch erwähnen, bevor wir zu dem Magischen kommen. Es ist super wichtig, in eine Ruhe zu kommen, weil wer sich Ruhe wünscht, muss die Ruhe nähren und mitnehmen. Es ist, man kann diese Verantwortung nicht ans Außen abgeben und glauben irgendwie, dass andere Leute einen ruhig machen. Just nurture your own peace and bring it along. Daher diese Stunden vom Schlafengehen wirklich mit Ruhe und Self-Care und Self-Love zu fühlen, ich sag's wie es ist einfach so wertvoll, gut zu essen, gut schlafen zu gehen. Und was mir auch hilft, ist, ich habe eine sehr große Liebe und auch sehr viel Wissen über Heilpflanzen und Baldrianwurzeltee ist wirklich sehr, sehr gut, um die Nerven zu beruhigen und gut einzuschlafen. Okay, die Magie vom Schlafengehen. Das heißt, ihr liegt jetzt wirklich schon im Bett, wollt gerade eure Augen schließen und das ist der perfekte Moment, den nächsten Tag und speziell diese Situation genau so zu visualisieren, auszusprechen und sich dafür zu bedanken, wie ihr sie haben wollt. Und ich habe diese Methode jetzt schon so oft angewandt und es ist wirklich ein Wunder, wie toll das wirkt. Nehmen wir an, es ist eine Prüfung oder sagen wir ein Bewerbungsgespräch, das ihr am nächsten Tag habt. Und so würde ich dann sprechen. Wow, vielen Dank, ich habe so gut geschlafen, ich bin einfach so ausgeruht und ich merke einfach, es ist so ein guter Start in den Tag. Danke, dass ich mich gleich so gut verstehe mit der Person, die mich interviewt. Ich habe sehr, sehr frei gesprochen, habe sehr flüssig gesprochen. Ja, und es war einfach ein super Gespräch und danke dafür, dass einfach alles so gut geklappt hat. Ja, das wäre zum Beispiel so eine Art, wie ich sprechen würde. Dieses Aussprechen und ihr merkt, es ist eine Mischung aus Gegenwartsform. Es fühlt sich einfach an, auch beim Sprechen, als wäre ich in dieser Situation, als wäre dieser Tag jetzt schon da. Oder ich habe gemerkt, es ist einfach super erfolgreich für mich, wenn ich das wirklich so ausspreche und auch diese Dankbarkeit ausspreche und ich merke einfach, ich kann dieses Gefühl total nähern, dass es so ist. Und dann gehe ich schlafen. Das ist wirklich Magic, das kannst du anwenden auf Besichtigungstermine, auf, ich weiß, was ihr habt, wir alle kennen wichtige Termine. Und das Wichtige ist wirklich, in diese Dankbarkeit reinzukommen und wirklich Dankbarkeit auszusprechen und das durchzusprechen. Den ganzen Tag bis zum Moment, wie der Moment ist, was einfach gut geklappt, was gut klappt. Also probiert es aus und dann kommentiert, kommt zurück zu dem Video und lasst mich bitte wissen, wie es für euch funktioniert, weil für mich funktioniert es wirklich jedes Mal super, super gut. Nummer 2, der Tag selber bis zum Gespräch. Da möchte ich euch gern 3 kleine Sachen mitgeben. Und zwar, was ich total hilfreich finde, ist nach dem Aufstehen mich mit dem Atem zu verbinden. Aus dem einfachen Grund, erstens mal, es hilft einfach, ja, aber wenn man noch ein bisschen Backstory hören will davon, es ist so, wenn jemand Stress hat oder wenn wir Angst haben oder Stress haben, dann wird unser Atem knapp und das macht eigentlich noch mehr Stress im Körper. Das heißt, wenn du dich in der Früh oder wenn ich mich in der Früh mit meinem Atem verbinde, das ist einfach nur die Hand auf den Bauch zu legen und einfach so tiefe Atemzüge zu machen, dass meine Hand sich bewegt durch den Bauch und da mache ich dann 20, 30 Atemzüge, wirklich ganz ruhig ein- und ausatmen. Und das Faszinierende ist, wenn man das am Anfang vom Tag macht, der Körper erinnert sich immer wieder in Situationen am Tag selber, wenn wir ein bisschen abgekoppelt sind von unserem Atem, wieder einen tiefen Atemzug zu nehmen. Und das beruhigt wahnsinnig.
Dann nehme ich auf jeden Fall, also das habe ich sowieso fast immer mit, ein Lavendelöl. Kauft sich ein gutes in Bio-Qualität. Ich zeige euch nicht die Marke, weil die Marke darf mich gerne zahlen. Hi, ihr kennt euch sicher. Lavendelöl, super, einfach da auf das Handgelenk und dann hinter die Ohren oder da so unterm Kinn. Wahnsinnig beruhigend, super toll und natürlich sehr bequeme Kleidung. Natürlich, wenn es jetzt ein Business-Termin ist oder irgendwas Schickeres, es gibt trotzdem bequemere Sachen, die man anziehen soll, weil es ist einfach total wichtig, dass du dich wohlfühlst. Weil wenn du dich wohlfühlen willst in einem anderen Ort, dann ist es ja wichtig, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Again, bring along what you wanna find. So, wenn du Ruhe willst und wenn du Gemütlichkeit willst oder Relaxedheit, dann musst du das mitbringen. Auch in einem Business-Kontext kann man auch sehr relaxed sein. Ja, und knapp vorm Termin mache ich das dann auch nochmal mit dem Atmen. Ich nehme nochmal einfach einen Moment, einfach wirklich mich zu beruhigen. Ich finde es auch super hilfreich. Also ich bin sehr der Natur verbunden und ich finde es einfach super hilfreich, auch nochmal am Weg dorthin zum Beispiel oder knapp bevor ich in das Gebäude reingehe, nochmal einen Baum anzuschauen und einfach da einfach nochmal mich zu beruhigen und in die Ruhe zu kommen. Das finde ich herrlich. Und ja, jetzt kommen wir zum dritten und letzten Teil. Und er hat ein bisschen mit der Situation selber zu tun, aber ist auch eine Grundeinstellung, die ich mir einfach generell mittlerweile mitnehme. Weil kurz bevor es dann losgeht, da ist man in der Ruhe und man freut sich vielleicht schon oder es ist einfach, und dann einfach zu sagen, einfach just let it flow, you know? Einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich alles gemacht, ich lasse es jetzt einfach los. Was kommt, das kommt und it's gonna be fine. Also es wird einfach gut sein, egal wie es ausgeht, egal ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert. Sich selber bewusst zu werden, dass das Leben trotzdem gut ist, egal was jetzt da passiert, ist der Key. Und das macht auch so einen Shift, also einen Wechsel zwischen dem, dass man hingeht und sagt, oh mein Gott, das ist genau das, was ich brauche und ohne dem bin ich nichts mehr oder ohne dem wird jetzt all meine Pläne nicht mehr funktionieren. Du bist die Person, die dein Leben gestaltet und was du mitbringst, ist ein Mehrwert. Und dieser Wechsel in der Perspektive lässt mich auch nochmal so entspannen, dass ich merke, ja, es war schön, das und das so und so zu bekommen oder zum Beispiel, wenn wir jetzt sind bei einer Rede, die ich halte. Das kann super sein, aber ich kann es auch vermasseln, ja, aber es ist okay. Also das Leben geht weiter und ich bin trotzdem gut, wie ich bin und es passt alles. Und ich finde diese Leichtigkeit, also das nochmal einfach wirklich ein bisschen rauszuzoomen und so diese Ernsthaftigkeit ein bisschen zu relativieren. Also das macht irgendwie einen riesen Batzen an Relaxedheit und das hilft wahnsinnig. Ja, das war's. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich bin gespannt, wie euch das Video unterstützt hat. Mir hilft diese Methode eben gerade vom Schlafengehen wahnsinnig und eben das, was ich am Ende gesagt habe, dieser Mindset einfach, it's gonna be fine either way. Genau, einfach mit mehr Leichtigkeit solche Situationen zu bewältigen. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal.